Ich möchte jetzt euch einige Musikbeispiele vorspielen und ihr könnt jetzt euch überlegen, welches Gefühl das ist. Ich habe noch kurze Frage. Und ich würde bitten, dass wir dann die Fragen am Schluss machen, weil aber sonst geht wird es... weil ich verstehe nicht, was die Kurven genau bedeuten sollen, was die repräsentieren. Ich check's nicht ganz. Das ist die Messung von seiner, also das Ergebnis von seinen Messungen. Also er hat das so gemacht, er hat gesagt, dass der Mensch hat bei jedem Gefühl eine bestimmte körperliche Reaktion. Ja? Also es hängt auch mit der Atmung zusammen, es hängt mit allem zusammen. Ja? Zum Beispiel, wenn es die Ehrfurcht ist, meistens ist es so, dass man kurz am Anfang auf einen Punkt stehen bleibt oder so, wie man den Atem kurz halten würde. Ja? Er beschreibt das zum Beispiel so. Und er hat gesagt, wie kann man das messen? Es ist sehr schwer, diese ganze viele Parameter zu messen. Und er hat ein Gerät erfunden, das man muss sich hinsetzen in einer bestimmten Position und man hört im Hintergrund bestimmte Impulse. Und wenn man einen Impuls hört, muss man auf einen Knopf drücken. Also man soll zuerst in diesem Gefühlszustand sein, zum Beispiel Zorn, und man ist im Zorn und Zorn und Zorn und Zorn und dann plötzlich kommt ein unerwartetes Impuls im Hintergrund und man muss es drücken. Und von dem, er hat das bemessen, wie dieser Druck ausschaut, wie weit nach vorne geht, welcher Druck ist das, wie ist das, ja? Aber er hat auch aufgezeigt, dass es in Malerei ähnlich ist. Also es gibt Gemälde, wo es über Liebe diese Gefühle hinfindet und auch in der Musik. Und natürlich in der Musik gab es auch schon in Barockmusik. Ich will nicht zu groß viel darüber reden, aber zum Beispiel in der Barockmusik gab es auch ein Motiv, das wie ein Umarmen, wie ein Trösten. Das ist auch immer ein rundes Motiv. Oder Liebe. Ja? Und natürlich dieser Knackige ist ganz was anderes. Aber es ist natürlich nicht die vollständige Beschreibung. Man sollte dazu auch die Beschreibung lesen von ihm. Da versteht man das noch viel mehr. Ja? Gut. Also ich möchte jetzt ein paar Beispiele zeigen und bitte überlegt euch, welches Gefühl das ist. Ich möchte das nachher nicht diskutieren, weil dann wäre das zu lang. Aber ich werde dann nachher bestätigen, welches Gefühl das ausdrückt. Also gut aufpassen. Ja, ich werde sofort jetzt ein Video abspielen, von dem das die Untermalungsmusik ist. L'amour est un trésor, Lancôme. Das ist ein Werbespot gewesen. Und es geht hier aber um die innige Liebe und um das Verlangen auch nach dem anderen. Ja? Der Slogan lautet: L'amour est un trésor. Die Liebe ist ein Schatz, weil die Produkt heißt Tresor, Schatz. Und ich möchte sagen, es ist bei diesem Werbefilm, es ist nichts dem Zufall überlassen. So ein Werbespot kostet Millionen von Euro zu produzieren. Vor allem hier ist die Hauptdarstellerin, Oscar-gekrönte Schauspielerin Kate Winslet und Regisseur Peter Lindbergh. Also es ist hier alles auf dem höchsten Ebene. Und die Musik,
die für diesen Spot komponiert wurde, ist auch nicht zufällig so. Es geht darum, in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu gewinnen, auch wenn es vielleicht nicht die ganze Zeit bei dieser kurzen Sequenz des Werbespiels zuschaut. Ja? Und bei diesem Sequenz gibt es auch viel über Liebe. Ja? Und gut. Die Melodie war so, re, mi, do, 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 eigentlich auch rund. Aber die Geste vor allem, das ist eine runde Geste. Wenn ich das dirigieren würde, ich würde das ungefähr so machen. Als Dirigent muss man damit immer arbeiten, dass man mit dem Gesicht das ausdrückt, worum es in der Musik geht. Und das ist eine runde Geste. Ja? Jetzt kommt ein anderes Beispiel. Also es geht hier um Kampf, Aggression und Hass, Zorn. Ich zeige kurz das Video, nicht lang. Das ist eine Motivationsmusik. Ja, jetzt kommt noch ein Beispiel. Gut aufpassen. Es geht hier um Sex. Es ist ein Film, beziehungsweise nicht ein Film, sondern ein Musikstück, was in den Top-Ratings ist für die sexiest Musik. Ich will das nicht natürlich gerne in der Gemeinde spielen, aber es muss ich auch zeigen. Ja? Also hier ist es interessant, einerseits mit der Stimme, wie er immer oh, come on und so, diese Schleife hineinschleifen. Und wie wir das auch bei diesem Figur sehen, es hat immer so am Anfang eine Verzögerung und dann so geht hinein. Ja? Gut, das Video ist nur so ein Text. Gut, ich denke, wir können da weitergehen. Jetzt kommt dann ein Gefühl, wo ihr wirklich wieder gut aufpassen sollt.
Also, es ist ein Abschnitt von dem Film Tagebuch von Anne Frank. Sehr gut. Die Geschichte einer jüdischen Familie im Zweiten Weltkrieg. Der Vater, der seine ganze Familie verloren hat, kehrt gerade vom Konzentrationslager zurück und er bekommt das Tagebuch von seiner Tochter, von Anne. Und er erinnert sich an die Zeit zurück, als sie noch gelebt hat. Also es bricht eher zurück, diese Musik. Er erlebt einen riesigen Schmerz, Kummer und Leere, verbunden mit kurzen Sequenzen schöner Erinnerungsmomenten. Wir sehen am Anfang diese Geigenmelodie. Du, di, la, do. Es ist wieder diese, am Anfang eine Verzögerung und dann tief fallen. Ja? Und dann am Schluss Cello, ein Ton, ganz leer.